Hallo und willkommen, ich bin das Träumerle und auf diesem Kanal diskutieren und analysieren wir Romane, vornehmlich Fantasy und original deutschsprachig, allerdings schaue ich auch gerne mal über meinen Tellerrand hinaus. Heute schauen wir uns Momo an und wir starten direkt mit einer Szene aus dem Buch. Da war zum Beispiel Herr Fusi, der Friseur. Er war kein berühmter Haarkünstler, aber er war in seiner Straße gut angesehen. Seine Arbeit bereitete ihm ausgesprochenes Vergnügen und er wusste, dass er sie gut machte. Besonders beim Rasieren unter dem Kinn gegen den Strich war ihm so leicht keiner über. Aber es gibt eben Augenblicke, in denen das alles kein Gewicht hat. Das geht jedem so. Wer bin ich schon? Ein kleiner Friseur, das ist aus mir geworden, jammerte er eines Tages. In diesem Augenblick fuhr ein feines, aschengraues Auto vor und hielt genau vor Herrn Fusis Friseurgeschäft. Ein grauer Herr stieg aus und betrat den Laden. »Womit kann ich dienen?« fragte Herr Fusi verwirrt. »Rasieren oder Haare schneiden?« »Keins von beiden. Ich komme von der Zeitsparkasse. Ich bin Agent Nummer XYQ 384B. Sie sind Anwärter bei uns.« »Wie das?« »Sehen Sie, lieber Herr Fusi«, sagte der Agent. »Sie vergeuden Ihr Leben mit Scherengeklapper, Geschwätz und Seifenschaum. Wenn Sie einmal tot sind, wird es sein, als hätte es Sie nie gegeben. Wenn Sie mehr Zeit hätten, wären Sie ein ganz anderer Mensch. Habe ich recht?« »Darüber habe ich gerade nachgedacht.« »Na sehen Sie. Aber woher nimmt man die Zeit? Man muss sie eben ersparen. Sie vergeuden Ihre Zeit auf ganz verantwortungslose Weise. 1 Minute hat 60 Sekunden und 1 Stunde hat 60 Minuten. Können Sie mir folgen?« »Gewiss.« Der Agent XYQ 384B begann die Zahlen mit einem grauen Stift an den Spiegel zu schreiben. 60 mal 60 ist 3600. Ein Tag hat 24 Stunden, also 86.400 Sekunden. Ein Jahr hat 365 Tage, also 31.536.000 Sekunden. 10 Jahre haben folglich 315.360.000 Sekunden. Wie lange schätzen Sie, dass Sie leben? »Nun«, stotterte Herr Fusi verwirrt, »ich hoffe, so 70, 80 Jahre alt zu werden, so Gott will.« »Gut«, fuhr der graue Herr fort, »nehmen wir vorsichtshalber 70 an. Das wären 2.207.520.000 Sekunden. Dies also, Herr Fusi, ist das Vermögen, das Ihnen zur Verfügung steht. Eindrucksvoll, nicht wahr? Aber nun wollen wir mal weitersehen. Wie alt sind Sie, Herr Fusi?« »42«, stammelte er plötzlich schuldbewusst, als hätte er eine Unterschlagung begangen. »Wie lange schlafen Sie pro Nacht durchschnittlich?« 8 Stunden etwa.« Der Agent rechnete blitzschnell. »Das macht schon 441.504.000 Sekunden. Diese Summe dürfen wir wohl mit Recht als verloren betrachten. Wie viel Zeit müssen Sie täglich der Arbeit opfern?« »Auch 8 Stunden ungefähr.« »Dann kommt nochmal die gleiche Summe auf das Minuskonto. Fahren wir fort. Sie leben allein mit Ihrer Mutter, wie wir wissen. Täglich widmen Sie der alten Frau eine volle Stunde. Das heißt, Sie sitzen bei ihr und sprechen mit ihr, obwohl sie taub ist. Es ist also hinausgeworfene Zeit. Ferner haben Sie einen Wellensittich, dessen Pflege täglich eine Viertelstunde kostet.« Und so ging es weiter. Schließlich sagte der graue Herr, »Eine Sache ist noch übrig. Sie haben nämlich ein Geheimnis.« »Das wissen Sie auch? Ich dachte, außer mir und Fräulein Daria...« »In unserer modernen Welt haben Geheimnisse nichts mehr verloren. Betrachten Sie die Sache doch mal sachlich und realistisch. Wollen Sie Frau Daria heiraten?« »Nein, das geht doch nicht.« »Ganz recht, denn Fräulein Daria sitzt ihr Leben lang im Rollstuhl. Trotzdem besuchen Sie täglich eine halbe Stunde, um ihr eine Blume zu bringen. Wozu?« »Sie freut sich immer so.« »Aber nüchtern betrachtet ist das für Sie verloren gegangene Zeit.« So, hier haben wir auch schon direkt den Grundkonflikt des Buches gesehen, und zwar die grauen Herren, die den Menschen die Zeit stehlen. Und das hinterlässt in den Menschen das Gefühl, dass je mehr Zeit sie sparen, desto weniger haben sie am Ende. Und ich finde, das ist etwas, was man tatsächlich auch im eigenen Leben sehen kann. Je mehr ich versuche, den Tag voll zu planen, desto weniger Zeit habe ich am Ende. Und eine Gruppe ist besonders betroffen von diesem Zeitdiebstahl, und das sind die Kinder. Michael Ende ist ein Kinderbuchautor. Wir werden auch darauf später noch zurückkommen. Und in diesem Buch geht es eben genau um Kinder und wie sie damit zurechtkommen, dass alle Menschen um sie herum, besonders ihre Eltern, plötzlich keine Zeit mehr für sie haben. Die Protagonistin des Buches, Momo, ist ein kleines Mädchen ohne Eltern. Sie ist ein Waisenkind und sie lebt in einem Amphitheater außerhalb der großen Stadt. Momo besitzt nicht viel, allerdings ist sie trotzdem ziemlich beliebt und sowohl bei Kindern aus der Umgebung als auch bei Erwachsenen. Erwachsene kommen sie öfters besuchen, bringen ihr ab und zu Essen und die Kinder spielen mit ihr. Und das alles hat einen besonderen Grund, denn Momo hat eine Fähigkeit, eine besondere Fähigkeit,
und das ist Zuhören. Sie hört den Kindern zu, sie hört den Erwachsenen zu und ab und zu sagt sie etwas. Wenn sie etwas sagt, dann hat es Konsistenz, dann ist da wirklich etwas dahinter. Aber die meiste Zeit sagt sie gar nichts und lässt die Leute einfach ihre Probleme selber lösen. Es gibt eine Szene, in der 2 Freunde im Streit zu Momo kommen und im Prinzip sagt Momo das ganze Gespräch über nichts. Diese beiden Freunde reden mehr oder weniger miteinander. Und am Ende ist der Streit gelöst. Und das ist diese Fähigkeit von Momo. Sie kann zuhören wie niemand sonst. Und dieses Zuhören, dieses ihre Freunde innehalten lassen, das ist etwas, was den grauen Herren überhaupt nicht in den Kram passt. Denn wer innehält, spart dabei keine Zeit. Wer innehält, bemerkt vielleicht sogar, dass dieses ganze Hamsterrad, dass dieses ganze Zeitsparen überhaupt keinen Sinn ergibt, sondern dass man sich vielleicht lieber darauf konzentrieren sollte, Zeit mit den Liebsten zu verbringen. Zeit lang fröhlich zu sein und nicht den ganzen Tag zu arbeiten. Und als die grauen Herren bemerken, dass Momo ihnen in die Quere kommt bei ihren Diebeszügen um die Zeit, da beginnt die Story richtig Fahrt aufzunehmen. Jetzt, wo wir uns den Inhalt des Buches angeschaut haben, können wir es auch ein bisschen analysieren. Zum einen gibt es diese grauen Herren. Diese grauen Herren sind im Prinzip ein Fantasy-Konstrukt, aber sicher kein reguläres, sicher kein normales. Meistens dient Fantasy dazu, der Welt zu entfliehen und völlig neue Kreaturen sich zu überlegen. Aber nein, diese grauen Herren sind anders. Die grauen Herren stehen für etwas, was es tatsächlich in unserer Welt gibt. Sie stehen für Kapitalismus. Das Buch ist eine sehr klare Kapitalismuskritik und benötigt dabei nicht einmal das Wort Geld. Die grauen Herren sind ein Symbol für ein viel tiefer liegendes Problem des Kapitalismus. Nicht, dass manche Leute Geld akkumulieren und andere Leute arm sind. Nein, es geht darum, dass den Leuten die Zeit gestohlen wird. Es geht nicht vornehmlich ums Geld, es geht darum, dass sie weniger Zeit für ihre Liebsten haben. Die grauen Herren sind ein Symbol dafür, dass im Kapitalismus wir alle in einem Hamsterrad laufen. Und das Buch erzählt uns auf wirklich eindrückliche Weise, was wir darauf verpassen, dass wir Zeit sparen. Ich habe vorhin schon angedeutet, dass Michael Ende nicht ein normaler Kinderbuchautor ist. Denn Kinderbuch, was heißt das eigentlich? Meistens heißt es ein Buch für Kinder. Allerdings habe ich das Gefühl, dass Momo nicht unbedingt perfekt geeignet ist für Kinder. Diese Metapher für den Kapitalismus, die ist ein bisschen kompliziert für 10- oder 11-Jährige. Ich habe eher das Gefühl, Momo ist ein Buch über Kinder. Man kann das vielleicht mit Kriminalromanen vergleichen. Die meisten Leute, die Kriminalromane lesen, sind weder Detektive noch Polizisten. Sie lesen über Polizisten, über Detektive. Und genau das machen wir in Momo. Wir lesen über Kinder. Denn Kinder haben eine sehr interessante Welt. Viel interessanter als Polizisten, wenn ihr mich fragt. Kinder sehen die Welt durch andere Augen, so wie ein Detektiv die Welt durch andere Augen sieht. Ein Detektiv sieht überall die Spuren, überall die Hinweise. Ein Kind sieht überall die Spiele. Und so wie man nach einem Krimi sich vielleicht wie ein Spezialagent fühlt, finde ich, nach Momo fühlt man sich wieder wie ein Kind. Ich habe tatsächlich, nachdem ich Momo gelesen habe, erstmal angefangen, wieder wie ein Kind zu spielen. Ich habe mich unter einer Bettdecke verkrochen und getan, als wäre es ein Raumschiff. Und das hat Spaß gemacht. Das war toll. Am Ende sollte man aus dem Buch vielleicht mitnehmen, dass man seine Zeit nicht immer sparen sollte, sondern manchmal sie einfach nutzen sollte, um Spaß zu haben. So wie eben Kinder. Ich schreibe aktuell an meinem ersten Roman. Entsprechend lese ich Bücher gerne aus einer Autorenperspektive und schaue, was ich mir so bei dem Schreibstil abschauen kann. Am Schreibstil selbst ist es schwierig, sich Sachen abzuschauen, da Michael Ende einen allwissenden Erzähler benutzt und ich eher einen persönlichen Erzähler. Das heißt, aus der Zukunft vorzugreifen, in die Vergangenheit zu schauen, sich ein wenig zu distanzieren oder auch ganz andere Charaktere kurz einzubauen, ist schwieriger mit einem persönlichen Erzähler. Allerdings ist mir aufgefallen, dass obwohl Michael Ende einen allwissenden Erzähler benutzt, er doch relativ nah an Momo dran ist. Es gibt eine Szene, in der Momo mit anderen Kindern zusammen spielt. In dem Kapitel spielen die Kinder, sie wären auf einem Schiff. Ich habe noch nie eine Szene gesehen, die eindrücklicher vermittelt, wie Kinder tatsächlich spielen. Es ist für sie nicht relevant, ob das Spiel realistisch ist, ob es Sinn ergibt. Nein, nur der Spaß steht im Vordergrund und die Fantasie der Kinder. Dieser Fokus auf das, was die Protagonisten erleben und nicht das, was tatsächlich real ist etwas, in dem ich definitiv noch besser werden kann. Dadurch wird der Leser deutlich tiefer in die Story gezogen und erlebt, was tatsächlich auch die Protagonisten erleben. Ein weiterer Punkt, den ich bemerkenswert finde, ist, wie die grauen Herren benutzt werden. Meistens ist Fantasy einfach bloß eine Welt, in die man entschwindet. Allerdings haben Drachen, Zwerge, Magier selten eine tiefere Bedeutung.
Die Grauen Herren hingegen haben ein ganz klares Pendant in der eigentlichen Welt. Sie sind der Kapitalismus. Sie stehen für etwas. Dieses Konzept habe ich auch in meiner Story übernommen. Die Magie der Welt spiegelt etwas in der realen Welt wider und wird als Metapher, als Symbol verwendet. Und letztendlich fand ich natürlich auch die Szene vom Anfang sehr inspirierend. Ohne tatsächlich den Protagonisten in der Szene drin zu haben, wird die Gefahr in der Welt ganz klar vermittelt. Auch der Friseur, der bisweilen sein Leben genossen hat, fällt dem Kapitalismus anheim. Eine solche Szene würde ich auch gerne in meinem Buch einbauen. Das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht seid ihr ja jetzt inspiriert, Momo auch zu lesen. Und hier seht ihr jetzt noch, wie die Szene vom Anfang zu Ende geht. Und dann kam der erste Kunde an diesem Tag. Herr Fusi bediente ihn mürrisch, er ließ alles Überflüssige weg, schwieg und tatsächlich, statt in einer halben Stunde, war er schon nach 20 Minuten fertig. Und genauso hielt er es von nun an bei jedem Kunden. Seine Arbeit machte ihm auf diese Weise überhaupt keinen Spaß mehr, aber das war ja nun auch nicht mehr wichtig. Er stellte zusätzlich zu seinem Lehrjungen noch einen weiteren Gehilfen ein und gab scharf darauf Acht, dass sie keine Sekunde verloren. Jeder Handgriff war nach einem genauen Zeitplan festgelegt. In Herrn Fusis Laden hing nun ein Schild mit der Aufschrift »Gesparte Zeit ist doppelte Zeit«. An Fräulein Daria schrieb er einen kurzen, sachlichen Brief, dass er wegen Zeitmangels leider nicht mehr kommen konnte. Seinen Wellensittich verkaufte er an eine Tierhandlung. Seine Mutter steckte er in ein gutes, aber billiges Altersheim und besuchte sie dort einmal im Monat. Und auch sonst befolgte er alle Ratschläge des Grauen Herrn. Er wurde immer nervöser und ruheloser, denn eines war seltsam. Von all der Zeit, die er einsparte, blieb ihm tatsächlich niemals etwas übrig. Sie verschwand einfach auf rätselhafte Weise und war nicht mehr da. Seine Tage wären erst unmerklich, dann aber deutlich spürbar kürzer und kürzer. Ehe er sich's versah, war schon wieder eine Woche, ein Monat, ein Jahr herum und noch ein Jahr und noch